Hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen Guide Achim Ferrandina. Sodala. Bei dieser Episode geht es um die Zeit der Romanik, um romanische Kirchen und so weiter und so fort. Aus diesem Grund habe ich mir eine Stelle ausgesucht, wo wir in Wien eine Kirche haben, die in meinen Augen eine der schönsten Kirchen ist, die wir in Wien haben. Es ist eine sehr alte Kirche vom 11. Jahrhundert, eine sehr, wie soll man sagen, sehr erdige, sehr schmucklose Kirche. Ihr seht sie schon an dieser Seite, das ist nämlich die Ruprechtskirche. Sehr schmucklos, wie gesagt. In der Zeit der Romanik waren die Kirchen noch nicht so wie in der Zeit der Gotik und wie später in der Zeit des Barocks. Natürlich hat sich auch die Romanik entwickelt. Das ist ein sehr schmuckloses Beispiel. Es gibt dann auch später die Hochromanik und so weiter und so fort. Diese Kirche heißt Ruprechtskirche. Ihr könnt auch drüben den Namen Ruprecht lesen, habt ihr wahrscheinlich schon vorhin gelesen, weil sie einem Heiligen gewidmet ist, der für die Salzarbeiter zuständig war oder der von ihnen verehrt worden ist. Salz war lange Zeit sehr, sehr teuer. Nicht jeder konnte sich Salz leisten. Hier wurde an dieser Stelle Salz nach Wien gebracht. Salz kam von Salzburg, deswegen heißt es auch Salzburg. Und diese Arbeiter, diese Menschen, die hier gearbeitet haben, haben auch einen Ort gebraucht, wo sie dann beten gehen konnten und darum eben diese Ruprechtskirche. Der heilige Ruprecht ist ein ziemlich alter Heiliger, ich glaube 8. Jahrhundert circa. Und jetzt kommen wir ganz näher. Wir sind übrigens hier im sogenannten Bermuda-Dreieck, wo die jungen Wiener sich gerne mal die Kante geben. Oder sie würden sich die Kante geben, wenn sie es könnten, aber wir wissen ja, wir haben immer noch eine schwierige Situation. Und hier kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher. Und ich zeige euch eines der Elemente der Romanik. Zum Beispiel könnt ihr dann hinaufschauen. Sieht man diese Rundbögen. Das ist eben ein typisches Element der Romanik. Das wird sich später ändern. Drüben könnt ihr schauen. Darüber sieht man schon etwas Spitzes. Das ist noch nicht Romanik. Aber in der Gotik wird es dann so richtig spitz und dann wird sich alles verändern. Und hinter mir sieht man auch den heiligen Ruprecht dargestellt mit einem Salzfass, eben weil er ein Salzheiliger war. Sodala. Betreffend dieser Kirchen der Romanik muss man auch noch dazu sagen, dass sich das alles noch eigentlich aus der Zeit der Römer verändert hat. Man kennt auch den Begriff Basilika und Basilika war ein Ort, an dem sich die Römer im antiken Rom getroffen haben, wo auch Gericht geführt worden ist, soweit ich mich recht erinnere, oder Handel oder irgendwelche Gespräche geführt worden sind. Und erst als dann der christliche Glaube zum offiziellen Glauben geworden ist, benutzt man auch diesen Begriff Basilika später auch für Kirchen. Hier hinter mir habt ihr noch einen schönen Blick auf den 2. Wiener Bezirk. Ganz kurz, wir machen eine kurze Drehung. Hier lässt mich der Mario ein bisschen tanzen für euch. Und ja, das war mal ganz kurz und knackig für euch. Zum Thema Romanik werden wir uns möglicherweise auch in Zukunft unterhalten. Ich werde euch auch Teile des Wiener Stephansdomes zeigen, wo man auch Hochromanik sieht. Das ist eben sehr schmucklos. Ich hoffe, diese Episode hat euch gut gefallen. Wenn ja, bitte einen Daumen hoch hinterlassen und kommentieren, wenn ihr wollt, mir einen Kommentar oder Fragen stellen. Ich wünsche euch alles Gute fürs Leben. Wir sehen uns nächste Woche für die 6. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Bitte habt Spaß im Leben, bleibt gesund, habt Spaß. Danke, danke, danke. 1, 2, 27, 12, lala. Jetzt nochmal, schade, es ist lustig eigentlich, ja, schade. Sesto episodio di 4 minuti, 5, wieder weg. Ah, nochmal, ich habe das sowieso falsch gesagt. Achim Ferrandina, dobbiamo ripartire perché che dobbiamo fare?